Einen wundervollen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zur 11. Hacking Challenge. Wow, ich glaube, ich sollte mal die Bezeichnung ändern. Das hört sich doof an. Egal. Heute geht es darum, dass wir WordPress auseinandernehmen wollen. Und zwar dieses WordPress, was hier auf dieser wundervollen URL liegt. Und zwar den The Morpheus Tutorials Blog. Also kein echter Blog, aber ja, genau. Im Sinne von der Hacking Challenge war das natürlich ein Blog. Und das ist einfach WordPress mit einer wundervollen Sicherheitslücke drin, die wir natürlich erstmal finden wollen. So, jetzt ist WordPress ein bisschen komplexer als das, was wir bislang an Webseiten betrachtet haben. Die waren ja meistens recht überschaubar. Man konnte den Source Code irgendwie komplett fassen, man konnte sie auch komplett durchlesen und hatte dann eigentlich so das, was man haben wollte, relativ schnell eigentlich gefunden. Bei WordPress ist das natürlich ein bisschen anders. WordPress hat auch gleichzeitig noch einen Administrationsbereich etc. Und den müssten wir tatsächlich erstmal finden. Deswegen, was wir als erstes machen, ist ein bisschen Intelligence. Also wir wollen den Server analysieren, was existiert alles auf diesem Server und wollen dann eben dort die Lücke finden, anhand dieser Dinge, die wir hier machen wollen. Weil hier können wir aktuell einfach gar nichts machen. Also wir haben keine Möglichkeit, irgendwas zu posten. Wir haben keine Möglichkeit, irgendwas hochzuladen oder so. Wir können uns hier einen Kommentar angucken. Wir können hier auch hier was reinschreiben. Das ist vielleicht später noch interessant für uns. Ja. Wir sehen auch hier, dass wir auch Name, E-Mail-Adresse und Website angeben können und dann irgendwas hier machen können. Aber das ist jetzt gerade mal nur ein Post, den wir eben erstmal gefunden haben, klar, aber wir können hier jetzt nicht direkt schon sagen, okay, wir haben alles gefunden, was es so gibt. Deswegen fängt man dann normalerweise an und macht ein bisschen Directory Enumeration am Anfang. So, ich habe euch schon ein paar Tools dazu vorgestellt. Ich glaube, ich habe schon mal dir gezeigt, ich habe schon mal dir Buster gezeigt. Was ich noch nicht gezeigt habe, glaube ich zumindest, ist GoBuster. Und den finde ich eigentlich ganz cool. Den benutzen wir heute. Den könnt ihr unter Arch in den Arch User Repositories installieren oder unter Kali könnt ihr natürlich einfach sagen GoBuster, weil da ist er schon installiert. Zumindest soweit ich weiß. Genau, und der erste Parameter, den wir brauchen, ist die Wordlist. Das heißt, welche Verzeichnisse wir ausprobieren wollen, die findet ihr, oder finde ich, in meinem Fall, ist natürlich anders, wo bei euch das Zeug liegt, auf dem Desktop, hc0x0f und dort dann diese wunderbare Wordlist. Wenn ihr danach googelt, dann findet ihr auch diese Wordlist im Internet auf GitHub. Böse. Nicht anzeigen, was ich gerade schon gemacht habe. Findet ihr das Ding schon auf GitHub, da könnt ihr es einfach runterladen und speichern, wo ihr wollt. Wenn ihr unter Kali seid, findet ihr diese Wordlist unter opt Wordlists. In diesem Verzeichnis ist die auch drin. Heißt genau gleich. Genau. Und dann wollen wir natürlich die URL angeben. Das ist diese URL hier. Und dann können wir das hier einfach starten. So, und Sekunde. Ich lasse noch einmal ganz kurz weiterlaufen. Und das geht eine Weile, aber früher oder später wird euch der Server sperren. So, jetzt brechen wir das Ganze ab. Wir haben hier, also ihr könnt das natürlich noch weiterlaufen lassen, ihr müsst nicht abbrechen, aber früher oder später werdet ihr halt wirklich gesperrt werden vom Server. Wir haben hier einmal WP Content, wir haben WP Includes und wir haben Dev und wir haben Admin. Okay, jetzt wollen wir das einfach mal durchprobieren und uns mal angucken, was da so alles existiert. Wir probieren es einfach mal aus, indem wir diese URL hier öffnen. Also das sind jetzt wirklich Verzeichnisse auf dieser URL, die wir hier so hinten dran schreiben können. Das heißt, wir haben hier jetzt einmal, ja, WP Content ist halt einfach nur ein weißer Screen, weil da nichts dabei ist. Also da in diesem Ordner sind normalerweise halt dann eben die Bilder und so weiter drin. Interessiert uns also nicht so wirklich. Okay, WP Includes probieren wir auch aus. WP Includes. So, okay, das ist schon mal ganz geil. Da finden wir nämlich schon mal sehr, sehr viele Sachen. Sowas wie Admin Bar. Oder ja, wir sehen eigentlich extrem viel Kram, den wir uns angucken können. Aber wenn wir hier auf irgendwas draufgehen, ich mache mal das Bookmark-Template oder Admin-Bar oder keine Ahnung, das Ding hier, das funktioniert dann schon nicht mal mehr. Die sind normalerweise einfach weiß, beziehungsweise ja, nicht existent halt. Okay, ziemlich interessant trotzdem, dass wir hier eigentlich so alles sehen können, was es so gibt. Behaltet das einfach mal im Hinterkopf, könnte für uns vielleicht noch interessant werden. Nächster Ordner ist Dev. Wo hatten wir es? Hier, Dev. Okay, das könnte für uns vor allem interessant werden, weil Dev hört sich nach Entwickler an. Und wenn ich auf Entwicklung zugreifen kann, ich kann offensichtlich auf Entwicklung zugreifen. Das ist natürlich, also ich kann nicht drauf zugreifen, aber es ist zumindest mal ein Anfang. Und ja, jetzt kann ich einfach mal meine Standardpasswörter ausprobieren. Admin. Schade. Probieren wir mal noch Admin Password. Okay, auch nicht. Dann bei WordPress, da wir ja bei WordPress sind, WP
und Passwort WP. Funktioniert auch nicht, doof gelaufen. Dann natürlich noch root, auch nicht, okay. In dem Fall gebe ich auf, ich finde das Passwort so nicht raus. Ich könnte jetzt natürlich irgendwie Brute Force laufen lassen, aber dann wird mich hoffentlich der Server wieder sperren. Deswegen macht so keinen Sinn. Aber was können wir noch machen? Also wir haben hier ein Login-Feld offensichtlich. Jetzt können wir doch mal probieren, was macht man bei einem Login-Feld so als zweites, wenn man die Standardpasswörter raus hat. Ne? Richtig, man probiert SQL-Injections aus. Und genau das machen wir. Ich mache hier mal ein Clear rein, damit es übersichtlicher bleibt. Okay, wir bleiben jetzt einfach mal hier. Also Dev ist super interessant. Wenn wir uns bei Dev einloggen können, dann haben wir halt wirklich sehr, sehr viel Zugriff auf alles. Und deswegen probieren wir es einfach mal mit SQL-Map. Warum ist jetzt das jetzt aber? So, jetzt kann man noch sein Wissen ein bisschen einfließen lassen. Also SQL-Map. URL. Da kopieren wir natürlich hier wieder mal diese URL rein. So. Und, ach so, halt, wir wollen noch die index.php haben. Also wenn nichts da steht, dann ist es index.php, weil wir sind in WordPress, logischerweise. Wie wir hier auch wissen, hoffentlich. Und da wir in WordPress sind, arbeiten wir immer mit PHP. Und da wir hier nichts sehen, ist einfach index.php abgeschnitten worden. Also das ist sozusagen der Standard, das wird immer abgeschnitten. Und dann wollen wir hier das Ding hier analysieren. Also wir können hier erstmal uns den Seitenquelltext anzeigen lassen. So, das ist vielleicht doch noch ganz, ganz wichtig, dass wir das hier machen, bevor wir hier irgendwas weitermachen können. Okay, interessieren tut uns dieses Formular hier, das geht von hier bis hier. Ich mache das mal, glaube ich, ein bisschen größer, damit ihr das auch sehen könnt. So, uns interessiert das Formular und dieses Alert-Dingens interessiert uns eigentlich nicht. Aber was uns interessiert, ist hier Username ist Type Text und Password ist Type Password und wir haben hier Method Post. Das ist alles, was wir brauchen, um um SQL-Map drauf loszulassen. Oh, jetzt habe ich das auch groß gemacht. Okay. Das heißt, wir wissen, was wir hier zu tun haben. Wir können hier sagen, welche zwei Parameter wir setzen wollen. Also einmal -Data. Und zwar wollen wir Username setzen. Das hatten wir ja gerade hier rausgefunden. Das ist der hier ist. Und dann ist das zweite, was wir haben wollen, ist ein Password. Achtung, nicht den Placeholder nehmen, das ist das, was standardmäßig drinsteht, also das, was hier ausgegraut ist, sondern eben den Namen von diesem Feld benutzen. Und dann können wir hier Username ist gleich und dann haben wir Password ist gleich und. Klar, wir haben ja nur eins, ne? Genau, also wenn wir jetzt noch was Drittes hätten, müssten wir da auch nochmal was hinten dran hängen, haben wir aber nicht. Genau, und dann das Database Management System, das gibt man normalerweise immer an, damit es ein bisschen schneller funktioniert. Kann man recherchieren, wunderbar sogar, das läuft auf MySQL in diesem Fall, beziehungsweise eigentlich in den meisten Fällen. So, und dann brauchen wir noch Level und Risk, weil wir hier offiziell die Erlaubnis haben zu pentesten, das heißt, wir müssen uns nicht irgendwie heimlich verhalten oder sowas, können wir einfach volle Granate reingehen, und zwar Level auf 5 setzen. Level ist gleich 5 und Risiko auf 3 setzen. Das sind jeweils die höchsten Parameter, die man hier einsetzen kann. Gut, lassen wir das mal laufen. Dauert ein bisschen. Wir haben einen Redirect auf Home bekommen. Okay, folgen wir natürlich. Und wir wollen nicht die Postdaten nochmal neu mitschicken. So, jetzt dauert das ein bisschen. Ich glaube, ich pausiere euch währenddessen einfach mal. SQL-Map kennt ihr ja mittlerweile ganz gut sogar. So, wunderbar. Wir haben einen gefunden. Username is vulnerable. Wunderbar. Das heißt, wir können hier eine SQL-Injection durchführen. Easy, oder? Okay, das heißt, wir wollen nichts anderes mehr testen. Eigentlich, wir sind durch. Jetzt testet er doch noch weiter. Okay, ich habe Ja gemacht. Ich bin doch doof. Ich wollte eigentlich ein Nein machen. Egal, machen wir weiter. Macht auch nichts. So, ich hatte gerade irgendwie Internetschwierigkeiten, ging gerade gar nichts mehr. Deswegen, ich habe das Ganze nochmal kurz ausgeführt und habe dann hier auf Nein geklickt. Jetzt ist das Ganze alles gespeichert worden. Das heißt, ich habe jetzt hier auch die SQL-Injection verfügbar sozusagen. Was heißt verfügbar? Aber ich kann sie jetzt halt einfacher mit SQL-Map benutzen, ohne wieder alles auszuführen. Das heißt, ich kann jetzt hier auch einfach hergehen und kann sagen, ich möchte die Datenbanken enumeriert haben. Please. Nein, ich will nicht followen. So. Okay, und wir kriegen jetzt hier die Informationen rüber, welche Datenbanken eigentlich da sind. Das heißt, wir haben einfach einmal Information Schema und einmal WordPress. Ich glaube, interessant ist für uns eher die Datenbank WordPress. Okay, dann wählen wir aus -D, weil wir eine spezielle Datenbank auswählen wollen. Und zwar wollen wir WordPress auswählen.
Und dann lasst uns mal nach den Tables gucken. Einfach so Standard vorgehen. Nein, wir wollen immer noch nicht verloren. Gut. Development, das ist schon mal sehr interessant, oder? Development, Comment Meter, Comments, Links, Options und WP Bodenstrich. Und dann habe ich schon wieder Internetprobleme. Zum Glück braucht mein Aufnahmeprogramm kein Internet. Okay, dann warten wir wieder mal ein bisschen. Aber ich glaube, wir haben schon die interessante Tabelle hier rausgefunden. Das ist Development. Das kann eigentlich nicht sein. Die muss Development heißen. Und soweit ich weiß, sollte sie auch so heißen. Wahrscheinlich lag das tatsächlich an meinem Internet. Achtet darauf, dass ihr gutes Internet habt, wenn ihr diese Challenge durchführt. Das merke ich gerade so. Aber sie könnte auch Development heißen. Egal. Nee, eigentlich sollte sie, wenn es so angegeben wird. Ach, probieren wir es einfach mit Development. Ich muss mal trotzdem kurz hier Internet wieder neu starten und dann hören wir uns gleich wieder. Gut, dann probieren wir es nochmal. Und zwar hier einfach Table, also minus T, Development. Probieren wir es damit mal. Ich hoffe, dass es tatsächlich so heißt. Und dann wollen wir natürlich einfach alles sehen, was da drin steht in dieser Tabelle. Nein, immer noch nicht. Ah, okay, es funktioniert wieder. Wunderbar. Und es scheint, als hätten wir gerade auch was gefunden. Das ist doch ein wundervolles User-Passwort, nicht wahr? Und zwar ein ziemlich langes User-Passwort. So lange wie das Ding ist. Ja, wunderbar. Ja, jetzt haben wir schon wieder Schwierigkeiten. Komm schon. Sodele, jetzt haben wir es geschafft. Endlich. Okay. Also Development war definitiv die richtige Tabelle hier. Und wir haben jetzt hier, ich mache das mal noch ein bisschen breiter. Wir haben einen User extrahiert. Übrigens hier, SQL-Map hat mittlerweile, das muss in der neuen Version dazugekommen sein, auch die Möglichkeit, das in einer temporären Datei zu speichern oder sogar direkt einen Dictionary-Crack drauf loszulassen. Würde ich aber euch nicht empfehlen. Das Ganze geht deutlich schneller mit Hashcat, deswegen habe ich das jetzt hier auch nicht gemacht. Und wir sehen, das Ganze ist offensichtlich nur ein User. Also es gibt einen User, der nennt sich Rocker und hat ein Passwort, so ein langes Ding. Okay. So, jetzt. Wie kriege ich raus, was das eigentlich für ein Passwort ist? Naja, da muss man ein kleines bisschen das Ganze erkennen können. Und zwar ist es zu lang, also ich meine, man kann ja mal die häufigsten Passwörter durchgehen. MD5 ist deutlich kürzer. Gut, das war Nummer 1 gewesen. Nächster Teil, den man häufig in Datenbank verwendet, Shade 256 ist auch deutlich kürzer, geht ungefähr bis hier, also so von den Zeichen her, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Und dann kommt das nächste und das ist Shay 512. Und das ist genau das, was es ist. Es ist nämlich Shay 512. Kann man sich auch herleiten, ja, wie gesagt, durch die Länge vor allem und dadurch, dass es hier hexadezimal ist. Viele werden noch irgendwie vorne dran irgendwas haben, häufig mal. Und wir sehen auch hier F, E, E, D, C, A, B. Also die ganzen Buchstaben sind allerhöchstens F. Das heißt, es ist hexadezimal und das ist auch nochmal ein Indiz dafür, dass es eben Shay ist. Und ja, deswegen können wir das auch benutzen. Das heißt, wir machen wieder mal Hashcat-H und gucken uns mal an. Sekunde, wir machen das anders. Hashcat-H, grab Shay. So. Okay, jetzt haben wir nur die wir brauchen. Und zwar einmal MD5 von Shay. Das ist definitiv nicht das, was wir brauchen. Shay 1 ist nicht das, was wir brauchen. Hier, Shay 512. So. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Allerdings fehlt mir hier einfach nur das Share. Also das ist Passwort und Salt, das ist Salt und Passwort. Nee, nicht so ganz, ne? Deswegen schauen wir nochmal ganz kurz, ob ich vielleicht was erreiche, wenn ich hier Shay eingebe. Ja, das sieht besser aus, also groß geschrieben in diesem Fall. Und wir suchen nach einem Raw-Passwort oder einem Raw-Hash, besser gesagt. Hier, Shay 512 1700, das ist das, was ich suche. Shay 3 ist es nicht und Shay 384 ist auch kürzer. Das heißt, wir probieren es hier erstmal mit Shay 512 1700. Also sagen wir hier Hashcat minus M 1700 minus A. Wir wollen wieder mal natürlich einen Dictionary-Angriff starten. Achso, ich sollte vielleicht noch die Datei irgendwo hinmachen. Deswegen gehen wir nochmal auf den Desktop. Oh, jetzt habe ich das gelöscht. Na, egal. Desktop. C0x0f. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir den noch irgendwo finden. Da. Okay, das brauche ich.
Hash.hash. So. Eigentlich wäre rocker.hash irgendwie sinnvoller gewesen, aber egal. Das ist in Ordnung so. So, jetzt können wir das nochmal machen. Hash cat -m 1700 -a0, ups, 0. Und dann wollen wir selbstverständlich den Hash.hash. Und wir wollen eine Wordlist haben, die ich aktuell noch im falschen Verzeichnis drin habe. Entschuldigt das bitte. Und zwar in der 0x0e. Achso, hc0x0e. rockq.txt. So, nehmen wir das einfach mal mit. Und ja, jetzt pausiere ich euch währenddessen einfach mal wieder. Das geht ein bisschen, aber nicht allzu lang, also es sollte durchaus machbar sein. Okay, also der eigentliche Crack-Vorgang hat 10 Sekunden gedauert. Und das ging offensichtlich sehr, sehr schnell. Wir sehen hier, das Ganze nennt sich White Chocolate. Das heißt, wir haben den Hashwert oder das ursprüngliche Passwort gefunden. Also können wir uns jetzt mit dem Benutzer hier einloggen. Rocker White oh Gott, ich kopiere es lieber. Wo sind wir? Das Ding hier kopieren. So geht's besser. So, wunderbar, wir sind drin. Hi. Ja, jetzt können wir mal gucken, was wir hier so alles haben. Okay, wir haben ein Dashboard, das haben wir hier drüben auch. Wir haben Settings. Settings ist immer gut. Okay, keine Settings. Wir können uns ausloggen. Dashboard hat nichts. Cells, okay. Inventory, okay. Da tut sich nicht viel. Okay, probieren wir hier mal irgendwas reinzusuchen. Test. Passiert auch rein gar nichts. Okay, was machen wir jetzt wohl? Naja, gut, gucken wir mal in den Seitenquelltext rein. Das ist mir zu lang, da bin ich zu voll dazu. Lassen wir. Okay, dann gucken wir mal, was wir so noch so alles haben. Was haben wir denn? Erst, was wir wohl machen sollten, wäre mal nach Cookies zu gucken. Document.cookies. Ist Admin gleich false? Okay. Ist Admin gleich false? Ja, das ändern wir doch mal. Ne? Das ist ehrlich gesagt, ist mir das anders lieber. Ist Admin gleich true? So, mal neu laden. Und hat sich irgendwas geändert? So, oh, ja, wir haben einen neuen Eintrag. Shell. Wunderbar. Cool. Oh, wow. Okay, also scheinbar haben wir eine Reverse Shell bekommen und können hier offensichtlich gerade alles machen, was wir wollen. Mal gucken, was ist denn hier? Wir haben die bash.php, das ist wahrscheinlich das Ding hier. Wir haben home.php und wir haben index.php. Ja, das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Das sieht auch so ein bisschen aus wie die Shell, die wir letztes Video schon verwendet haben, nur dass wir sie diesmal nicht einbauen mussten, sondern dass sie für uns geliefert wurde, nachdem wir den Admin-Zugriff hatten. Ziemlich cool. Jetzt ist natürlich immer so ein bisschen das Ding, wenn man WordPress benutzt, dann wird irgendwo auch das Passwort gespeichert tatsächlich. Und das ist eigentlich so der Punkt, wo man dann am Ende alles hat. Und das ist normalerweise die wp-config.php. Und gehen wir mal gucken, wo die ungefähr liegt. Ah, hier. Okay, also hier haben wir die wp-config.php. Das ist so ziemlich die gefährlichste Datei überhaupt, wenn man WordPress hat. Also was heißt gefährlich, aber das ist die Datei, wo halt alles drin steht und die man auf jeden Fall behalten möchte und nicht ausspioniert haben möchte. Deswegen gucken wir mal, was da drin steht, weil wir wollen das natürlich haben. wp-config.php. So. Okay, Outkey, Secure Outkey, Logged In Key, Nonce Key, Outsalt, Secure Outsalt, Logged In Salt, Nonce Salt. Ziemlich gut eigentlich. Was wir allerdings als Flag wollen, und das steht hier, Submit the Flag in this format TMT WordPress Database Password. Und das ist die Flag, die wir haben wollen. Das heißt, wir wissen eigentlich schon, nach was wir genau suchen. Das WordPress-Passwort suchen wir. Und das steht hier ein bisschen weiter oben. Und da haben wir db-Password. Hier ist es. Und der User ist 0x0f. Ja gut. db-Name, WordPress, aber db-Passwort ist eben das hier. Und das wollen wir dann offensichtlich haben und können diese Flag benutzen, um dann im Hacking Challenge Interface das Ganze einzugeben. Achtet darauf, dass ihr natürlich hier TMT und dann die Flag eingeben müsst. Also nicht irgendwie WordPress, also das TMT drumherum, das muss dabei stehen und dann muss man innen rein diese Flag reinpacken. Und dann hat man es geschafft und das war es eigentlich auch schon wieder. Ihr seht, die Challenges werden offensichtlich anspruchsvoller. Man muss ein bisschen mehr sein Wissen kombinieren, aber ich glaube, das ist ein definitiv super realistisches Szenario. Und ja, ich danke Nico nochmal für diese Challenge, die ist super geil geworden. Also
finde ich zumindest. Ihr könnt natürlich auch gerne euer Feedback immer da lassen, in Form von Daumen nach oben, Daumen nach unten oder am besten, wenn ihr einen Daumen nach unten macht, dann schreibt uns, was wir besser machen können. Vielleicht lag es auch an meinem Video oder sowas. Vielleicht findet ihr das Thema generell nicht gut. Schreibt mir bitte dazu einfach dann einen Kommentar, wenn ihr einen Daumen runter macht, und ansonsten freue ich mich natürlich immer über den Daumen hoch. Aber da dürft ihr natürlich auch sehr gerne euer Feedback da lassen, ob man irgendwas besser machen kann und so weiter und so fort. Und ja, in diesem Sinne war es das von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.